Dieses Tier hat ein drittes Auge. Es lebt bei 7 Grad und es ist älter als die Dinosaurier. Nicht als Fossil, lebendig. Vor etwa 240 Millionen Jahren tauchte dieses Reptil auf, zur selben Zeit wie die ersten Dinosaurier. Und dann passierte etwas Ungewöhnliches. Es hörte auf, sich zu verändern. Während Dinosaurier entstanden und ausstarben, während Säugetiere die Welt eroberten, während sich alles andere immer weiter veränderte, dieses Tier blieb gleich. Und genau das widerspricht allem, was wir über Evolution glauben. Sein Name? Tuatara, die Brückenechse. Willkommen bei einem Tier, das eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Die Tuatara sieht aus wie eine Eidechse, aber sie ist keine Eidechse. Sie gehört zur Ordnung Rhynchocephalia, den sogenannten Brückenechsen. Vor 240 Millionen Jahren gab es Dutzende Arten dieser Gruppe. Sie lebten weltweit, vom heutigen Europa bis nach Südamerika. Aber eine nach der anderen starb aus, bis nur noch eine einzige Art übrig blieb: Sphenodon punctatus, die Tuatara. Sie lebt heute nur noch auf kleinen Inseln vor Neuseeland, entdeckt im 19. Jahrhundert und lebt versteckt und isoliert. Der letzte Überlebende einer ausgestorbenen Welt. Und die Frage, die Evolutionsbiologen seit Jahrzehnten beschäftigt: Warum hat sie sich 240 Millionen Jahre lang kaum verändert? Die Antwort liegt in ihrer DNA und in ihrem dritten Auge. 2020 sequenzierten Wissenschaftler das komplette Tuatara-Genom und fanden etwas Unglaubliches. Das Genom zeigte extrem langsame molekulare Evolution. Langsamer als bei fast jedem anderen Wirbeltier. Aber hier ist das Verrückte. Ihr Genom enthält genetische Elemente, die sowohl bei Reptilien als auch bei Säugetieren vorkommen. Sie ist eine genetische Brücke zwischen 2 evolutionären Linien. Die Tuatara trennte sich vor 250 Millionen Jahren von anderen Reptilien, bevor sich Eidechsen und Schlangen voneinander trennten. Das bedeutet, die Tuatara ist älter als die Aufspaltung der Schuppenkriechtiere. Sie ist ein Relikt, ein evolutionäres Echo aus einer Zeit, die nicht mehr existiert. Aber warum veränderte sich diese Art so langsam? Die Theorie? Ökologische Stabilität. Neuseeland war isoliert. Keine großen Raubtiere und keine Konkurrenz. Kein evolutionärer Druck zur Veränderung. Wenn sich eine Umgebung nicht verändert, gibt es keinen Grund, sich anzupassen. Und so blieb die Tuatara fast identisch mit ihren Vorfahren aus der Zeit der Dinosaurier. Sie besitzt noch immer vollständige Schläfenbögen, 2 knöcherne Bögen am Schädel. Bei Eidechsen sind diese verschmolzen oder verschwunden. Bei der Tuatara intakt. Akrodonte Zähne. Zähne sind direkt mit dem Kieferknochen verwachsen. Sie wachsen nicht nach. Wenn sie abgenutzt sind, können sie nicht mehr beißen. Das ist ein primitives Merkmal. Die meisten Reptilien haben es vor Millionen Jahren verloren, die Tuatara nicht. Und dann ist da etwas, das bei keinem anderen Reptil so deutlich sichtbar ist: ein drittes Auge. Vielleicht fragst du dich, warum überlebte ein Tier 240 Millionen Jahre, ohne sich zu verändern? Die Antwort ist komplizierter als Stillstand. Die Antwort liegt im dritten Auge. Auf dem Kopf der Tuatara, zwischen den beiden normalen Augen, liegt ein drittes Auge, das Parietalauge. Es ist mit Schuppen bedeckt, kaum sichtbar, aber es ist da. Und es ist funktionsfähig. Viele Reptilien besitzen noch kleine Reste dieses dritten Auges, aber bei den meisten funktioniert es nicht mehr. Bei der Tuatara ist das anders. Das dritte Auge hat eine Linse, eine Retina, also eine Nervenbahnen, die direkt ins Gehirn führen. Aber es sieht kein Bild. Es erkennt Licht und Dunkelheit. Wissenschaftler glauben, das Parietalauge reguliert entweder zirkadiane Rhythmen, die innere Uhr, oder Thermoregulation, wann die Tuatara sich sonnt.
Vielleicht aber auch saisonale Aktivität, Fortpflanzungszyklen. Es ist kein Sehorgan im klassischen Sinn, es ist ein biologischer Lichtsensor, ein uraltes Merkmal, das die meisten Wirbeltiere verloren haben. Die Tuatara hat es behalten. Aber das dritte Auge ist nicht das einzige Extrem. Die Tuatara ist das kälteste Reptil der Erde. Die meisten Reptilien brauchen Wärme, 25 bis 35 Grad, um sich bewegen zu können. Die Tuatara? Aktiv schon bei 7 bis 23 Grad Temperaturen, bei denen andere Reptilien bereits bewegungsunfähig wären. Optimal bei 12 bis 20 Grad. Ihr Stoffwechsel ist extrem langsam. Auch ihre Atmung verläuft ungewöhnlich träge. Das macht sie ineffizient, aber auch unglaublich widerstandsfähig. Wissenschaftler haben Tuataras gefilmt, wie sie nachts aus ihren Höhlen kommen und sogar Seevögel jagen. Langsam, geduldig. Sie warten am Höhleneingang, bis ein Vogel nah genug ist. Dann schnappen sie zu. Sie braucht kaum Nahrung. Sie kann monatelang ohne Essen überleben. Ein perfekter Überlebenskünstler für karge Umgebungen. Aber es gibt noch etwas, das sie einzigartig macht. Wenn dich dieses lebende Fossil fasziniert, like jetzt. Die Tuatara hat die längste Brutzeit aller Reptilien. 15 Monate. Zum Vergleich, Krokodile brauchen etwa 3 Monate. Pythons brauchen etwa 2 bis 3 Monate. Tuatara? Wahnsinnige 15 Monate. Brutzeit. Das Weibchen legt 8 bis 15 Eier, gräbt ein Nest und wartet. Die Eier entwickeln sich extrem langsam, 13 bis 15 Monate bis zum Schlüpfen. Und hier wird es noch extremer. Die Temperatur bestimmt das Geschlecht. Bei 18 Grad werden es Weibchen, bei 22 Grad Männchen. Aber Neuseelands Klima ist rau. Die Durchschnittstemperatur liegt oft unter 18 Grad Celsius. Das bedeutet, die meisten Jungtiere werden Weibchen. Und irgendwann gibt es nicht mehr genug Männchen. Und genau hier beginnt das Problem. Weil Männchen selten werden. Klimaerwärmung könnte das umkehren. Mehr Männchen, weniger Weibchen. Ein Ungleichgewicht, das die Population gefährdet. Aber selbst wenn sie schlüpfen, dauert es Jahrzehnte, bis sie sich fortpflanzen. Geschlechtsreife erreichen sie erst in 8 bis 20 Jahren. Manche brauchen sogar 35 Jahre. Sie wachsen, bis sie 50 Jahre alt sind. Langsamer als fast jedes andere Wirbeltier. Und sie leben 100 bis 150 Jahre. Manche Schätzungen gehen bis 200 Jahre. Das ist kein schneller Lebenszyklus. Das ist evolutionäres Zeitlupentempo. Aber hier ist die Frage, die niemand beantworten kann. Wenn dich solche Geschichten über Evolution faszinieren, habe ich dir unten ein paar Bücher verlinkt, die ich selbst zur Recherche nutze. Dort findest du noch viel mehr über extreme Evolution und Tiere wie die Tuatara. Aber zurück zur Evolution. 15 Monate Brutzeit. Die längste aller Reptilien. Aber warum hat die Evolution das begünstigt? Die Tuatara veränderte sich 240 Millionen Jahre lang kaum. Sie hat ein drittes Auge, lebt bei 7 Grad Celsius und braucht 15 Monate, um Nachwuchs zu produzieren. Ist das Perfektion oder Glück? Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis. Evolution ist kein Fortschritt, sie ist Anpassung. Und manchmal bedeutet Anpassung, sich nicht zu verändern. Die Tuatara zeigt uns, Stillstand kann eine Strategie sein. Aber nur, wenn die Welt um dich herum stillsteht. Und unsere Welt tut das nicht mehr. Aber die Tuatara ist nicht das einzige Tier mit extremer Entwicklung. Es gab ein Baby, das sich komplett verwandelte. Gefiedert wie ein Vogel, aber tödlich wie ein Dinosaurier. Schau dir jetzt an, was Baby T-Rex so extrem machte.